Heute schauen wir uns einen Bericht an, wo über die Situation an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland gesprochen wird, und selbstverständlich werden dort auch Bilder gezeigt, wie es derzeit dort mit den Flüchtlingen aussieht. Ich kann euch eins versprechen, das wird auf jeden Fall spannend, und gleich nach dem Intro geht's auch schon los. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie ich schon gerade gesagt habe, schauen wir uns gleich einen Bericht an, wo gezeigt wird, wie derzeit die Situation an der polnischen, weißrussischen Grenze aussieht. Ich habe mir ehrlich gesagt auch schon mal den Bericht angeguckt und den einen oder anderen Gedankenzug schon dabei gehabt. Ich möchte das aber wirklich mit euch gemeinsam bis zum Ende anschauen und mal eure Meinung zu diesem ganzen Thema wissen, welche ihr mir selbstverständlich auch unten in den Kommentaren hinterlassen könnt. Dann würde ich sagen, fangen wir auch schon an. So, dann fangen wir mal an. Michał Bura vom polnischen Grenzschutz auf Kontrollfahrt entlang der Grenze zu Belarus. Hier vielleicht kann ich schon mal ein paar Worte verlieren. Ich war letztes Jahr im September in dieser Gegend, das heißt im Bereich Białowieża. Ich muss wirklich sagen, so viel Militär, so viel Grenzschutz, so viel Polizisten habe ich noch nirgendwo in Polen gesehen. Also man sieht dort wirklich sehr, sehr, sehr oft Militärfahrzeuge rumfahren, wenn man dort irgendwo in der Gegend ist und dort irgendwie mit dem Auto in Richtung Białowieża beziehungsweise da in dem Bereich rumfährt. Also das ist wirklich unglaublich. So viel Grenzschutz habe ich wirklich noch nirgendwo in Polen gesehen. Auch mal so viel Polizei auf einmal. Also dieser Bereich, der wird wirklich sehr, sehr, sehr streng überwacht. Diese Asphaltstraße führte vor einigen Jahren noch direkt nach Belarus. Jetzt ist hier dicht. Eine EU-Außengrenze, die geschützt werden soll, vor allem gegen illegale Migration. Bura und seine Kollegen patrouillieren hier auf der Suche nach Geflüchteten, die auf der belarussischen Seite im Wald auf ihre Chance warten, in die EU zu kommen. Hast du jemanden getroffen, der verdächtig ist? Nein, es ist ruhig, nur die Einheimischen. Toll, möge es so bleiben. Illegale Migration. Polens Regierung bezeichnet sie als hybride Kriegsführung. Sie wirft Belarus und Russland vor, seit 2021 gezielt Migranten aus Asien und Afrika an Polens Grenze zu schleusen, um damit Druck auf den Westen auszuüben. Eure Meinung dazu? Seid ihr der Meinung, dass es ein gezielter Angriff von Russland um Weißrussland ist, um halt wirklich, wie hier berichtet wird, Druck auszuüben? Oder ist das reiner Zufall? Hinterlasst mir das mal bitte in den Kommentaren. Fast alle haben russische Visa. Eine neue Migrationsroute ist entstanden. Schon die Vorgängerregierung der PiS hatte zur Abschottung einen 180 Kilometer langen Zaun errichten lassen. Trotzdem hat der polnische Grenzschutz dieses Jahr schon mehr als 20.000 Versuche registriert, die Grenze illegal zu überqueren. Deutlich mehr als im letzten Jahr. Ab April hat sich die Zahl auf mehrere hundert Versuche pro Tag erhöht. Die Versuche wurden zunehmend aggressiv. Unsere Offiziere, Soldaten wurden verletzt. Unsere Autos, unsere Ausrüstung wurden beschädigt. Und am Ende gab es eine Tragödie, als einer von uns ums Leben kam. Immer öfter werden Grenzschützer durch den Zaun angegriffen. Anfang Juni stirbt ein polnischer Soldat an Stichverletzungen eines selbstgebauten Speeres. Die polnische Regierung... Hier muss ich auch was dazu sagen. Also dieses Thema, das war sehr, sehr, sehr groß hier in den Medien. Im Allgemeinen sprechen sich auch sehr viele Politiker dafür aus. Ich sage das jetzt vielleicht auch nochmal nebenbei. Derzeit ist das den Grenzschützern nicht erlaubt, aktiv wirklich die Waffe zu benutzen. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Grenze ist, wann man die Waffe benutzen darf, aber so wie ich das mitbekommen habe, ist das in der Tat sogar so. Selbst wenn die jetzt in Lebensgefahr stehen, haben die nicht die Erlaubnis, die Waffe zu benutzen, weil es ja in Anführungsstriche hilflose Menschen sind, und ja, die machen das vielleicht aus Verzweiflung oder ich weiß nicht, wie das da dargestellt wird. Meine persönliche Meinung ist diese: Also wenn ich jetzt auf 1 gegen 1 bin, ja, Auge um Auge, sage ich jetzt mal, und ich habe die Wahl,
entweder mein Leben oder sein Leben. Dann schütze ich selbstverständlich mein Leben. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen fassungslos, wie man sowas erlauben kann und überhaupt sowas erlauben darf. Klar, das ist jetzt ein großes Thema, da kann man jetzt ganz tief darauf eingehen und so weiter. Aber ich denke, der Punkt ist klar, wenn ich mein Leben schützen muss, dann muss ich mein Leben schützen. Und wenn es halt auf Kosten des anderen ist, ne, ja, also man sieht ja, was passieren kann, ne? Echt schade, echt traurig, wirklich traurig. Vor allem die Familie des Grünschützers tut mir verdammt leid. Ja. Um Donald Tusk hat daraufhin eine Sperrzone an der Grenze eingerichtet, die bis zu 2 Kilometer breit ist und die niemand ohne Genehmigung betreten darf. Und selbst wenn man die nicht betreten darf, was passiert, wenn die jemand betritt? Darf er dann die Waffe ziehen? Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Deswegen hat er anscheinend diese Grenzzone da noch zusätzlich eingerichtet. Was das jetzt bringt, keine Ahnung, keine Ahnung. Das sind keine Flüchtlinge. Es sind immer weniger Migranten wie Familien, die Hilfe brauchen. In 80% der Fälle haben wir es mit organisierten Gruppen von jungen Männern im Alter von 18 bis 30 Jahren zu tun, die sehr gewalttätig sind. Hier nochmal ganz kurz erwähnt, Donald Tusk führt eine linke Politik. Und jetzt hört euch das an, wenn ein linker Politiker, ja, ein linker Politiker sagt, dass es sich bei den Flüchtlingen um 80%, also keine Flüchtlinge handelt, sondern zwischen aggressive Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Das sagt ein linker Politiker. Dann könnt ihr euch eigentlich ganz sicher sein, dass es weitaus mehr wie 80% sind. Wobei schon 80% verdammt viel ist, ne? Aber ich würde wirklich sagen, das ist jetzt nur meine Meinung, dass es wirklich vereinzelte Fälle gibt, wo vielleicht wirklich Hilfsbedürftige drunter sind, was ich natürlich nicht weiß, aber das ist jetzt nur so, wie ich das denke. Aber ich werde später auch noch mal ein paar Worte dazu verlieren, dann wisst ihr vielleicht auch ganz genau, was ich damit sagen möchte. Durch den strengeren Grenzschutz hat sich also auch mit der neuen Regierung nichts geändert. Es sei sogar noch schlimmer geworden, sagt Alexandra Chrzanowska, Mitglied einer Hilfsorganisation, die versucht, Geflüchtete in den tiefen Wäldern an der Grenze zu Belarus zu finden, bevor es der Grenzschutz tut oder selbsternannte Bürger wären. Die Menschen, denen wir begegnen, erzählen uns von noch schlimmerer, noch grausamerer, rücksichtsloser Gewalt, die sie nicht nur auf belarussischer, sondern auch auf polnischer Seite erleben. Sie erzählen uns von Schlägen, von Treten, von Werfen auf den Boden, vom Anlegen von Handschellen. Haben wir gerade übersehen, dass die sogenannten Flüchtlinge selbstgebaute Speere haben und andere Menschen ermorden? Haben wir das jetzt irgendwie überhört oder übersehen? Vielleicht ist das auch eine Person, also die der Hilfsorganisation angehört, die das vielleicht nicht ganz bewusst ist, dass diese Menschen, die auf der anderen Seite sind, die polnischen Grenzschützer so angreifen, dass die ums Leben kommen. Ich möchte mal wirklich sehen, wie diese Person, diese Hilfsorganisation oder wirklich gezielt diese Person zu der Familie geht, zu den Kindern geht, des verstorbenen Grenzschützers, des ermordeten Grenzschützers und deren erklärt, ja, die Flüchtlinge, die werden getreten und so weiter und so fort. Das möchte ich wirklich sehen. Ich muss mich hier wirklich ein bisschen zusammenreißen, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was gerade meine Gedanken sind zu diesem Thema. Alexandra zeigt uns Videoaufnahmen von Geflüchteten, die sie zusammen mit anderen Freiwilligen hier regelmäßig im Wald trifft. Manche sind ausgehungert oder verletzt. Sie versorgen sie dann. Und sie rät ihnen, hier in Polen Asyl zu beantragen. Denn wer das nicht tut, wird rechtmäßig zurück nach Belarus geschickt. Doch nicht immer bekämen die Geflüchteten diese Chance. Hier darf ich noch mal was sagen. Ich weiß, ich unterbreche sehr oft, aber das ist einfach so eine Sache. Ich verstehe einige Punkte einfach nicht, ne? Also wir reden ja von hilfsbedürftigen Flüchtlingen, was am Anfang des Videos erzählt wurde aus Asien und Afrika.
Asien, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier so von Afghanistan sprechen, so diesen Raum. Und Afrika, ja, das können ja jetzt viele Länder sein. Ich weiß nicht, Eritrea ist ja so ein Land, wo auch sehr viele Flüchtlinge herkommen. Nicht falsch verstehen, aber wenn ich mir die beiden Herren da anschaue, die beiden dunkelhäutigen Flüchtlinge, die sehen eigentlich relativ frisch aus. Also anscheinend haben die schon in Weißrussland oder Russland oder den 7 Ländern davor, von wo die geflüchtet sind. Ich mache euch einfach mal eine Mappe auf, dann könnt ihr ja sehen, von wo die Leute flüchten und wie viele Grenzen dazwischen sind. So, da haben wir jetzt hier eine Weltkarte, so ungefähr. Ne? Und schauen wir mal, wir haben jetzt hier Afghanistan. Afghanistan liegt ja in Asien. Das heißt, wenn diese Menschen jetzt nach Polen flüchten wollen, schauen wir mal hier hin, ne? Dann haben wir hier einige Länder, je nachdem von welcher Seite die kommen. Ne? Klar, die können jetzt hier über Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, Russland, dann kommen die nach Weißrussland oder auch auf der anderen Seite können die hier über Iran, Irak, Syrien, Türkei, Aserbaidschan, Georgien. Also ihr wisst ja, was ich meine. Also da sind einige Länder zwischen. Ne? Und wenn die jetzt hier aus Eritrea kommen, dann ist das ja ähnlich. Ne? Also die müssen hier durch einige Länder hier, ne? Also je nachdem, wo die jetzt durchkommen. Also wenn die jetzt hier von der linken Seite kommen, dann vermute ich mal, dass das nicht der Fall ist, weil die dann ja hier, sage ich mal, über Marokko, dann sind die ja schon hier in Spanien. Ne? Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die hier in den östlichen Raum gehen. Das heißt, die Seite hier komplett, da haben die hier, ich weiß nicht, sagen wir jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Länder, 9 Länder, wo die durchlaufen müssen, um nach Europa bzw. in die Europäische Union zu gelangen. Nochmal, diese hier, die sehen mir nicht so aus, als ob die wirklich noch keinen Schutz gefunden haben in einer dieser 6, 7 Länder. Nur meine persönliche Meinung. Ihr könnt mir aber gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon denkt. Sehr viele Menschen, die uns im Wald erklären, dass sie Schutz beantragen wollen, die das auch in unserer Gegenwart den Grenzschutzbeamten sagen, melden sich ein paar Tage später aus Belarus bei uns. Sie sagen, dass sie gezwungen wurden, ein Dokument zu unterschreiben, das sie nicht verstanden haben, das aber besagt, dass sie keinen Schutz in Polen beantragen wollen. Ja, weil die wahrscheinlich schon im Weißrussland vielleicht auch schon Schutz gefunden haben und man sieht ja, die sind sauber und denen geht es anscheinend gut. Am Ende seien es illegale Pushbacks. Der Grenzschutz weiß dies von sich. Im Internet kursieren Videos, auf denen zu sehen ist, wie der Grenzschutz offensichtlich bewusstlose Menschen durch eine kleine Tür im Grenzzaun wieder auf die belarussische Seite legt. Reaktionen von offizieller Seite gibt es so gut wie keine. Diese Grenze, sie ist vor allem gefährlich für Geflüchtete. Alexandra zeigt uns die Gräber von Menschen, die hier im Wald bei Białowieża gestorben sind. Die meisten Menschen fliehen vor der Lebensgefahr in ihren Herkunftsländern. Sie hat gerade einen sehr tollen Satz vorher gesagt. Diese, die aus ihren Ländern flüchten, weil es dort gefährlich ist, flüchten fast 4.500 Kilometer, um in Sicherheit zu kommen. Also da, wie ich schon gerade auch gesagt habe, da eins der 6, 7 Länder, die durchqueren müssen, werden mit Sicherheit auch sicher sein. Ne? Also, ne? Sie träumen vom normalen, friedlichen Leben. Stattdessen kommen sie hier an einen Ort, an dem ihr Leben auch in Gefahr ist. Diese Politik der Abschottung trägt dazu bei, dass... Ist euch was aufgefallen bei den Gräbern? Schaut mal ganz genau hin. Nochmal, schaut mal ganz genau auf die Gräber, bitte. Fliehen vor der Lebensgefahr in ihren Herkunftsländern. Sie träumen vom normalen Frieden. Hier haben wir einen Namen stehen, ein Geburtsdatum, ein Sterbetag. Anhand des Namens kann man jetzt spekulieren, woher derjenige kommt. Leben. Stattdessen kommen sie hier an einen Ort. Hier haben wir jemanden, der gestorben ist, und hier möchte ich auch nochmal ausdrücklich sagen, es sind trotzdem Menschen und es ist schade, wenn auch diese Menschen sterben. Das darf eigentlich gar nicht passieren. Aber wie schon gerade ein paar Mal erwähnt wurde, sind die anscheinend durch 6, 7 Länder geflüchtet. Anscheinend ohne Papiere, denn auf dem Grab haben wir keinen Namen, haben wir kein Geburtsdatum. Und da stelle ich mir dann die Frage, wie schafft das ein Mensch, 6, 7 Länder zu durchqueren,
ohne einmal irgendwo eine Passkontrolle zu haben. Von der anderen Seite, man kann jetzt sagen, ach, vielleicht ist er geflogen. Wie kann ich in ein Flugzeug steigen, ohne meinen Pass irgendwie zu zeigen? Vor allem, wenn man gerade aus diesen Ländern, machen wir uns mal nichts vor, diese Länder, die sind sehr, sehr, sehr streng einfach. Und da kommt dann natürlich auch der Gedanke, und dann kann man natürlich das auch keinem übel nehmen, wenn er dann denkt, das ist ein gezielter Angriff aus Russland oder Weißrussland. Aber wenn dann halt diese Menschen dort irgendwie sind, die illegal schon in deren Ländern kommen, weil die keine Passangaben haben, weil die kein Geburtsdatum haben, diese Menschen genau das Gleiche, die kommen ohne sich identifizieren zu können. Also die haben schon den Gedanken, ja, okay, ich will illegal die Grenze überschreiten und es ist einfach illegal. Ich würde es in Ordnung finden, wenn diese Menschen ganz normal einfach legal an die Grenze gehen und dann nach Hilfe bitten. Das wäre der richtige Weg. Können die aber nicht machen, weil die natürlich keine Papiere haben. Warum haben die keine Papiere? Das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen. Ne? Nur mal so nebenbei erwähnt. Ort, an dem ihr Leben auch in Gefahr ist. Diese Politik der Abschottung trägt dazu bei, dass diese Menschen, statt Frieden und Sicherheit zu finden, ihr Leben verlieren. Eine humanere Flüchtlingspolitik hatte Donald Tusk im Wahlkampf versprochen. Nichts davon habe er eingehalten, sagt Alexandra. Und Michał Bura, der Grenzschützer, sagt, Regierungen kommen und gehen. Die Grenze aber müsse immer geschützt werden. Sie sei heilig. Ja, das war ein sehr, sehr, sehr interessanter Bericht. An dieser Stelle darf mich jetzt hier wirklich keiner falsch verstehen. Ich weiß, dass dieses Thema ein sehr kompliziertes Thema ist, vielleicht auch ein empfindliches Thema. Man muss hier mal ganz klar sagen, also ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie gegen Flüchtlinge ist oder sonst irgendetwas. Aber was schon irgendwie ein bisschen dieses Merkwürdige ist, das ist auch wirklich jetzt hier nur meine persönliche Meinung. Ich will nicht zu politisch werden, aber was schon irgendwie merkwürdig ist, dass hier von illegalen Flüchtlingen gesprochen wird. Also wir benutzen schon das Wort illegal. Also wir diskutieren darüber, ob es in Ordnung ist, illegale Flüchtlinge aufzunehmen. Politiker diskutieren darüber, ob es in Ordnung ist, dass der eigentlich nicht in dein Haus kommen darf, weil du es nicht erlaubst, trotzdem reingehen kann. Dann können wir auch darüber diskutieren, ob es nicht korrekt wäre, illegale Waffen zu benutzen, ob es nicht in Ordnung wäre, illegale Drogen zu konsumieren. Also wisst ihr, was ich meine? Und ich finde, das ist irgendwie ein sehr, sehr, sehr kompliziertes Thema auch. Wir nehmen jetzt einfach auch mal, wenn wir schon bei dem Thema Flüchtlinge sind, diese ganze Ukraine-Russland-Sache. Wo der Krieg angefangen hat, waren massenweise Flüchtlinge, die aus der Ukraine nach Polen gekommen sind. Die sind alle offiziell über die Grenze gekommen. Brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren, ob die jetzt kontrolliert worden sind oder nicht, oder ob das jetzt korrekt war oder ob es gut war, die Kontrolle. Das lassen wir mal weg. Fakt ist aber, keiner von denen hat sich irgendwie unterm Zaun gequetscht oder irgendwelche Grenzschützer angegriffen, um nach Polen zu kommen. Die sind alle den offiziellen Weg gegangen. Die Tore waren offen und Polen bzw. die Regierung hat erlaubt, so, ihr könnt offiziell über die Grenze kommen. Diese Menschen, die anderen, die aus Afrika oder Asien kommen, so wie es hier auch gesagt wurde, die haben nicht den Gedanken dabei, sich auszuweisen. Die haben nicht den Gedanken dabei, legal über die Grenze zu gehen. Und wie ich auch schon gerade ein paar Mal im Video erwähnt habe, für mich stellt sich die Frage, wie jemand wirklich 4.000, 5.000, 6.000 Kilometer zu Fuß vielleicht gehen kann. Dann stellt sich mir auch die Frage, wie jemand überhaupt ohne Papiere in ein Flugzeug steigen kann, um in Richtung Europa zu fliegen. Die zweite Sache ist, von wo haben die überhaupt dieses ganze Geld, um zu fliegen? Wenn die schon in ein Flugzeug gestiegen sind, man muss überlegen, da sind Länder, die haben ein Jahresgehalt von, ich weiß nicht, 500, 600 Dollar, wenn überhaupt, und die sind gar nicht in der Lage, so weit zu reisen. Die sind gar nicht in der Lage, sich so weit auszurüsten. Deswegen, also ich denke, ihr wisst, was ich sagen möchte. Glaubt es mir, Leute, und das meine ich vollkommen ernst. Wenn jemand zum Beispiel jetzt aus Afrika nach Polen kommen würde, nehmen wir jetzt egal welches Land, nehmen wir einfach mal Nigeria zum Beispiel. Ja, da kommt jetzt ein Afrikaner aus Nigeria und sagt, hör mal zu, Leute, ich möchte nicht mehr in meinem Land leben, da herrscht Krieg, da ist die Politik korrupt, was auch immer. Also wir können uns jetzt ganz viele Sachen ausdenken. Ich bin hier mit meiner Familie, mit meinem Kind, ich suche hier bei euch Schutz, ich möchte hier ein neues Leben anfangen. Ich habe eine tolle Idee, keine Ahnung, ich mache ein afrikanisches Restaurant auf, um afrikanische Küche hier zu verkaufen und so weiter. Glaubt es mir, Leute, ich persönlich, ich hätte gar kein Problem damit. Da kommt jemand, der will ein neues Leben anfangen, der hat einfach eine Idee, der hat ein Ziel, der will einfach sein Leben
ändern, der will ein besseres Leben haben und ich hatte wirklich überhaupt gar kein Problem damit, weil das ist jemand, der kommt, der will was leisten, der will sich integrieren und auch wenn das jetzt ein anderes Land wäre, also wir können jetzt Polen nehmen, wir können jetzt Deutschland nehmen, wir können Frankreich nehmen, egal welches Land, glaubt es mir Leute, ich hätte überhaupt gar kein Problem damit. Das Problem liegt einfach dabei, wie ich schon vorhin gesagt habe, dass wir darüber diskutieren, illegale Migranten aufzunehmen. Und das ist schon irgendwie eine Sache, ich vermute, da ist irgendwann mal etwas schiefgelaufen. Deine Meinung zu diesem Thema würde mich wirklich sehr interessieren. Hinterlass mir das mal bitte in den Kommentaren. Ansonsten danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!